camera wobble, ist das krass. finishing. Ich weiß selber gar nicht, wie die es damals gemacht haben. So soll Filmmaking sein. Die haben manuelle Slow-Motion gemacht? Was? Ist das geil? Ich habe vorhin ein Thumbnail gesehen. Pass auf. Es gibt so einen Channel, den habe ich auch gesehen. Ich habe noch nie ein Video davon angeklickt. Aber ich sehe immer die Thumbnails. Und zwar heißt der scheinbar Fame Focus und der hat die dümmsten Thumbnails. I mean, guckt euch das mal an. Und der hat einfach so Thumbnails, wo halt der fliegende Iron Man einfach auf so einem riesen Greenscreen-Stand ist. Das ist so dumm. Und so kreativ eigentlich auch fast schon wieder, das die Thumbnails so zu machen. Guck mal, dieser ganze Channel sieht halt so aus. Auch zum Beispiel jetzt hier in Matrix oder sowas. Einfach bei dem berühmten Bullet Time haben halt einfach so zwei Leute im Morphsuit, die Leute halten. Das sah wahrscheinlich actually niemals so aus. Aber wir haben auch gerade gesehen, ne? Manchmal sieht es auch dümmer aus, als man denkt. Ich habe wirklich noch nie ein Video davon angeklickt, aber ich finde die Thumbnails einfach, die Thumbnails sind schon ein bisschen Clickbait, aber schon lustig, oder? Nowadays, for most effects, you'd just boot up a PC and hey presto, a fully digital photoreal Spider-Man double. Naja, so einfach ist es nicht. Also, das finde ich immer ein bisschen schade, wenn das so porträtiert wird. Es ist ja nicht so, dass du einfach den Rechner anmachst, draufklickst und schon hast du einen fertigen Effekt. Das ist schon ein bisschen mehr Arbeit. Yeah, okay, it's a little more involved than that. Okay, never mind. And we're not saying that VFX don't require a huge amount of very talented people who are ever expanding the possibilities of what could be done on a computer. Auch Iron Man, war das Iron Man 1 oder 2, wo die den krassen Schritt gemacht haben, wo die einmal eine echte Iron Man Suit gebaut haben und die eine digitale gebaut haben und dann die Regisseure gefragt haben, welches welche, und die konnten es nicht mehr auseinanderhalten, und da war der Moment, wo die entschieden haben, den Iron Man Anzug digital zu machen. Computer. However, back in the late 90s, when directors Lily and Lana Wachowski were making their first installment of The Matrix, Alter, ich habe Matrix Resurrection auch noch nicht gesehen, das muss ich wirklich noch nachholen. computers weren't so powerful. But despite that, they still Trotzdem war Matrix VFX-mäßig voll der krasse Meilenstein. managed to push the boundaries of what could be done at the time. And that's what we're going to talk about right now. Du steckst also hinter diesen Thumbnails. Interesting. Hi, I'm Jamie Gutierrez from Fame Focus, and this is an SFX breakdown of The Matrix. Special Effects oder Visual Effects? Ich bin gespannt. Mich triggert das immer, wenn Leute das verwechseln. Special Effects sind sowas wie echte Explosionen am Set, echte Kostüme oder Special Effects Kostüme am Set, wie diese, keine Ahnung, so krasses Alien-Make-up oder so. Visual Effects ist alles, was im Computer passiert. Boah, dieser Bullet-Time-Effekt ist so krass, den werden wir uns 100% angucken. Und dann das Setup, ich will es jetzt nicht spoilern, aber wie die das gemacht haben, ist super genius. Ihr könnt ja mal raten, wie denkt ihr, haben die diesen Bullet-Time-Effekt gemacht? Das heißt, im Moment, wo quasi die Zeit einfriert und dann die Kamera einmal um die Leute rumfliegt. Weil die können ja nicht einfach die Zeit einfrieren. So. Vielleicht wisst ihr es ja auch schon. Kann ja auch sein, dass ihr es schon wisst. Now, Wir werden ja gleich dazu kommen, dann werdet ihr sehen. Oh, wir fangen direkt wahrscheinlich mit Bullet Time an. The first effect we're going to be talking about is the one known as bullet time. Not only is it the most famous one used 4 times in the movie, das ist nicht 3D animiert, by also the way. the one that happens right also außer, ich glaube, der Code, also der Umhang. Hä? Was haben wir jetzt gemacht? Ups. at the beginning of the movie. And before you go skipping this part, because you've already seen how it was. Hier, da sieht man schon. Die meisten haben schon richtig geraten. Ganz viele Kameras in einem Kreis gebaut. Und nicht einfach nur einen Kreis, sondern das ist nicht einfach ein gerader Kreis, sondern der geht ja teilweise ein bisschen hoch und ein bisschen runter. Das liegt daran, dass sie halt auch so eine Kamerafahrt haben wollen von hoch und runter. Das ist so krass. Darauf muss halt erst mal kommen. Heutzutage sieht es halt selbstverständlich aus, aber damals war das allererste Mal, dass jemand sowas gemacht hat. Was done by using a bunch of cameras lined up in a circle behind a cool green das screen. aussieht. Let me just say that what may have seemed obvious at first glance is often more involved than what you may have imagined. Und das ist halt einfach, da ist dieses Fake-Thumbnail noch, ja. Auch das auszumessen, wie die Kameras platziert sein müssen, ist crazy. Okay, they were definitely suspended on wires for this shot, but you get the idea. The bullet time effect was way more involved than just the obvious ring of cameras. Just look at the difference between this jerky footage picked up by the cameras and the slower, much smoother final edit. Sie haben quasi die
Zwischenbilder, die gefehlt haben, weil die nicht genügend Kameras in diesen kleinen Raum packen konnten, haben die quasi mit dem Computer generiert. Das nennt man heutzutage Optical Flow. Gab es damals aber, würde ich mal jetzt behaupten, noch gar nicht. Oh, Alter, aber das ist schon... This shot in particular has 120 still cameras taking photos in succession. Now, seeing as the standard playback rate for film is usually 24 frames per second, the 120 photos captured by the cameras would only last 5 seconds. However, in the final version, it's a lot slower, lasts about 10 seconds, seems to speed up and slow down in places, and ja, es ist halt it looks Optical way Flow. smoother. So, how did they do this? Well, before they even began setting up cameras, they needed to first create a 3-dimensional computer-generated simulation of the scene. Ich weiß selber gar nicht, wie die es damals gemacht haben. Es ist sowieso mal voll interessant. Heutzutage haben wir die ganzen modernen Tools in allen möglichen Programmen, wie, also zum Beispiel Optical Flow, ist in Premiere zum Beispiel einfach ein Knopf, den drückst du, bumm. Auf einmal kannst du Footage langsamer machen, ohne dass wirklich die Frames dafür da sind, die Einzelbilder. Damals musstest du ja sowas dir erstmal ausdenken. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie die es damals überhaupt gemacht This haben. then gave them all the information they needed to set up the shot. Information such as where to put the cameras, how far to space them apart, what frame rate to shoot at. But even with all that information, getting the cameras set up with the correct focus adjustments that would have needed to gradually change as the camera comes closer to the subject, and getting them to all point exactly in the right place must have been quite Das ist so eine Arbeit, so die Kameras allein richtig auszurichten. tricky, hence the wobbliness. So they had to adjust frames and slightly warp other ones in post-production to smooth things out a bit. Also quasi manuelle Optical Flow. Next Krass. question, how did they control the speed of the cameras? Well, seeing as the sensation of the camera moving around Neo is actually an illusion created by placing one camera after another in a ring and having them take photos in succession at a constant interval, increasing the space between cameras would allow it to travel further in the same amount of photos. So, to speed sections up, they set them further apart, and to slow them down, they Die haben manuelle Slow Motion gemacht? Was? Das heißt, wait, das heißt, anstatt dass sie es in der Postproduktion halt langsamer und schneller gemacht haben, haben die Kameras halt enger zusammengepackt, um es schneller zu machen und weiter auseinander. Digga, das auszurechnen muss ja einfach ein Nightmare sein. Heutzutage machen wir einfach Steuerung R und geben die scheiß Geschwindigkeit an. Krass, was man damals alles machen musste them closer dafür. together. Yo. And finally, to make the shot even smoother and slower, They used a Insane. process that digitally created additional artificial frames Das ist das, was Optical Flow heute macht. Ich habe wie viel Optical Flow will ich in einem Video sagen? based on an approximation between each existing real frame. This process is called interpolation and is what gave it that buttery smoothness and extra Yes. slow motion, while also Also Optical Flow heißt das Feature in Premiere. Interpolation ist quasi der technische Begriff dafür. making the shot last twice as long. Krass. After that, they tracked the whole shot to a 360-degree computer-generated environment using actual on-location photographs for the texture. Also quasi Projection Mapping, sprich, die haben nicht wirklich digitale Texturen genommen, sondern quasi echte Texturen wie mit einem Beamer auf Leinwände projiziert. Digitale Leinwände, die dann so geformt waren wie das echte Gebäude. Und so hast du halt einen sehr, sehr realistischen Look, the problem with this shot is weil while du halt echte Fotos nimmst. dodging the bullets, Neo manages to make his guns disappear too. Here he is throwing them on the floor and then they're gone. Filmfehler. And now they're back again. CGI ist ja eine eigene Wissenschaft. Ja, das wissen viele Leute tatsächlich gar nicht. Deswegen finde ich es auch mal so cool, so eine Videos mit euch zum Beispiel im Stream zu schauen, ein bisschen drüber zu quatschen, weil ich liebe diese Wissenschaft dahinter. Deswegen habe ich auch lange in dem Feld gearbeitet. Viel. Maybe they momentarily Das heißt disappeared lange. due to Ich bin jetzt noch nicht so alt, aber einige Zeit auf jeden Fall schon darin mit verbracht. some kind of glitch in the matrix from him moving too fast or something. If anyone can come up with a better explanation for this, please let us know in the comments, as we'd love to hear. For the scene where the agents plant a bug inside of Neo, a combination of CGI and Das ist so ekelhaft. animatronics were used. The shots where the bug is being placed on Neo's stomach were CG, while this animatronic torso was used for the shots where we see the bug wriggling its Ich esse gerade. Ja, warte, tail just ich before mach's weg, entering, mach weg. and later on for the bug moving under the skin just before being removed. Alter, sieht das ekelhaft aus. Oh.
Alter. Aber Matrix, an alle Leute, die es noch nicht gesehen haben, schaut's euch an. Geil. Auch heute noch. Auch heute noch einfach geil. Why most of the effects in this movie still look convincing today is down to the well-made decisions of when to use CGI or other post-production techniques and when to use practical effects. A nice example of Das ist meistens so das Ding. Also der Visual Effects Supervisor und Regisseur, umso besser die wissen, wann man sich auf Effekte verlassen kann, also auf CGI, und wann man sich vielleicht das wert ist, eher in wirklich echte Sets zu investieren, macht halt oft aus, ob die, ich sag mal, ob die Zuschauer sagen, das waren Scheißeffekte oder gute Effekte. So. this is when Neo's on his way to see the Oracle and looks through the car window. Rather than use Klar habe ich die Alien-Filme mal a gesehen. green screen and edit the moving footage in post-production, they use some good old-fashioned rear projection, projecting pre-recorded footage of the moving background on a canvas outside of the stationary car. This was done deliberately to give the Matrix a sense of fakeness, to complement Neo now seeing the Matrix as something that is not real. Alter, geil. Das heißt, die haben extra die Effekte für, dass es aussieht, als würden die Auto fahren, shitter gemacht, weil Neo jetzt weiß, dass die Welt eine... Ach, das ist ja geil. The shootout scene in the lobby was another masterpiece of practical effects, pyrotechnics, wire work, and well choreographed gun-fu. Dadurch, dass weit wegfliegen von den Leuten, funktioniert quasi so, dass die hinten eine Schnur dran haben, die halt schnell wegzieht. Krass. Die ganze Kostüme im Matrix sind auch so iconic. Was mich jetzt da gerade mal interessiert ist, die sehen ziemlich fake für mich aus, auch weil die von der Auflösung nicht so gut sind wie der Rest und auch die Reflexion irgendwie so ein bisschen off aussieht. Aber was krass ist, zum Beispiel hier, warum die Explosion hier, das ist so eine klassische Entscheidung zwischen, machst du diese Explosion, wenn da reingeschossen wird, quasi echt oder unecht? Und echt sieht da meistens immer besser aus. Deswegen sehen die halt einfach so krass aus, weil, wie wir hier sehen, sind die echt. Die haben halt wirklich was in die Luft gesprengt. Versus, genau wie ich es vermutet hatte, die Master Flashes, das heißt, sag ich mal, das Zeug, was von aus der Waffe rauskommt, wenn sie schießt, fake waren. Deswegen sahen die auch ein bisschen off aus. Alter, aber diese Explosionen sind so sick. Sowas ist practical immer besser. Weil du musst überlegen, wenn jemand da durchrennt, dann muss sich quasi auch der ganze Rauch und der ganze Staub und die ganzen kleinen Partikel müssen sich und die ganzen kleinen, sag ich mal, Kieselchen müssen ja alle damit interagieren. Das in CG zu machen, ist sehr, sehr hart, weil du musst in dem Fall dann quasi eine komplette 3D-Repräsentation per Hand nachanimieren von deinem Schauspieler, der durchrennen soll, um halt die ganzen Teilchen wirklich körperstellengenau zu berechnen, basically. Boah, Alter. Auch, dass sie das praktisch gemacht haben, ist sehr, sehr cool. Aber dann hat man nur eine Chance, das zu drehen. Ja, das hat man öfter. Das sind dann immer die ganz aufregenden Momente am Set. Boah, Alter, es ist... So soll Filmmaking sein. Wow. Sportlich, sportlich. Deswegen werden solche sogenannten, also solche Sequenzen halt auch oft sehr, 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 also nicht oft, sondern immer sehr, sehr krass im Vorhinein vorgeplant und gepreviewt. Das heißt, im Computer wird schon jede Kamerabewegung, jeder Winkel vorgeplant. Geil, wie viel da auch echt ist.
Also guck mal, selbst ich als VFX-Artist sage halt immer geil, wie viel echt ist, weil ich persönlich, also auch, wie gesagt, als VFX-Supervisor, wenn ich an einem Projekt arbeite, fand mir die Philosophie, Effekte wirklich nur da zu nutzen, wo sie wirklich notwendig sind, weil dann sehen sie meistens am allerbesten aus. Oder an Orten zu verwenden, wo jetzt niemand Effekte erwarten würde. Weil bei VFX geht es nicht darum, die realistischsten Effekte überhaupt zu machen, sondern es geht eher darum, Effekte zu machen, die die Zuschauer glauben. Es ist wie ein Zaubertrick eigentlich. Oh, wie das Set danach aussieht. Yo. And as if the place wasn't quite destroyed enough, they topped it off by blowing it all up. The shot, that is, as it was actually a scale model of the set, only scaled down and upside down. Auch damals waren halt so Explosionen in digital noch nicht so möglich, deswegen machen die das meistens über Miniaturen. In order to get the flames to appear as though they were spreading along the lobby floor. The elevator door was then added in post-production, creating a nice blend between CGI and practical effects. Deswegen sieht das halt auch so geil aus, weil das Feuer ist echt und die Platte hier nicht. Und dadurch, dass das beides so smart zusammen benutzt wird, hat man einen richtig starken Shot. Another example of a nice blend between CGI and practical effects was the helicopter crash scene. This was comprised of several plates or layers all tied together with the help of some CGI. Let's walk through the sequence and see how it was put together. First we have a stunt guy being pulled along the rooftop on location. Next, Trinity in the chopper with a CG background. Then a shot of a hollow rope with a squib going off inside, and if you look carefully you can see the gun fires before the squib explodes, here. Next, Trinity in front of a green screen, and now we start to get more layered. We have Trinity on a rope, the model chopper, Neo on a green screen, and the Ach krass, das ist ein 3D. CGI building. Okay. Then the model chopper and CG Okay, das ist zum Beispiel ein kleines Miniaturmodell von dem Helikopter. background with some post-production camera wobble. Back to the multi-layered shot. Then we have an awesome mix of CGI and practical pyrotechnics with more camera wobble on the final composite. Now a practical effects explosion plate on top of the CG building with more camera wobble. Ich lieb's, wenn so praktische Elemente, also echte gefilmte Sachen mit CG-Sachen kombiniert werden. Das sieht meistens immer am allerbesten aus. And a plate Trinity swinging in front of a glass sheet on top. And finally back to the previous multi-layered shot with post-production camera wobble. Ist das krass. Finishing Guckt euch das mal an, what the fuck? with Trinity facing the other way round in front of the glass and a green screen. And just to finish off, let's watch the whole take in real time. Alter, guck mal, wenn man weiß, was da jetzt als hintersteckt, und man guckt sich das Ding jetzt an und denkt sich, krass, wie viele Monate Arbeit und Planung in ein so einer kleinen Sequenz zu checken. Man sieht Filme direkt mit ganz anderen Augen. Wow. Ist das geil! Yo, es ist so sick. Boah, das ist so well thought out. Ey, geil. Please give us a like if you enjoyed this video and let's Ich fand's, auch wenn die Thumbnails ein bisschen wacky sind, ist es schon sehr, sehr cool.